Ein Äpfel- und Birnenvergleich? Moment! In dieser Gegenüberstellung möchte ich zusammen mit dir herausfinden, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede es zwischen diesen beiden Fahrzeugen gibt, dem Traxxas Ford Fiesta Rallye und dem Tamiya XV01. Zudem möchte ich dir eine Hilfestellung geben, dass du am Ende des Videos für dich ganz persönlich weißt, welchen der beiden für dich in Frage kommt. Beginnen möchte ich mit dem Offensichtlichen und das ist der Maßstab. Traxxas verkauft den Rallye Fiesta im Maßstab 1:10. Tamiya verkauft den Lancia Delta Integrale ebenfalls im Maßstab 1:10. Und da muss ich sagen, das ist bei Tamiya für mich doch eher Maßstab 1:10. Und hier der Fiesta, der geht in Richtung 1:9, wenn nicht sogar 1:8. Wenn wir uns die normalen Straßenautos einmal anschauen, dann ist der Integrale in einer ähnlichen Größe wie der Fiesta, vielleicht sogar einen kleinen Tacken größer. Aber wenn wir uns das jetzt hier mal im direkten Vergleich anschauen, ich lege hier mal die Hand auf, dann sieht man doch schon sehr deutlich diesen wahnsinnigen Größenunterschied. Und wenn wir das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen aus dem Seitenprofil betrachten, dann fällt uns doch auch sehr stark auf, dass der Traxxas hier ziemlich groß wirkt. Das ist allerdings nichts Neues bei Traxxas, denn auch der Defender, der TRX4, den ich hier im Hintergrund stehen habe, der ist auch nicht so wirklich kompatibel mit dem Maßstab 1:10. Warum Traxxas das immer so angibt, ist mir ein Rätsel, aber du solltest dich auf alle Fälle schon mal fragen, möchte ich vielleicht mit vielen anderen Leuten fahren? Möchte ich an irgendwelchen Rallye-Veranstaltungen im RC-Bereich teilnehmen? Dann guck erstmal, ob du wirklich 1:10 brauchst oder ob du auch größer fahren darfst, weil ich kann mir vorstellen, dass es hier doch das ein oder andere Problem geben könnte. Eine Gemeinsamkeit dieser beiden Fahrzeuge ist die Karosserie. Nein, nicht die Optik, sondern Lexan. Beide Fahrzeuge haben hier eine Lexan-Karosserie. Ebenfalls sind beide Karosserien lizenziert, sodass hier das schöne Ford-Logo drauf ist und das hier eindeutig ein Lancia Delta Integrale. Doch dann hören die Gemeinsamkeiten auch schon wieder auf. Denn der Tamiya kommt als Bausatz daher mit einer klaren Karosserie, die wirklich sehr schön ist und die musst du halt wirklich komplett lackieren, bekleben, was auch immer du damit machen möchtest. Du hast dann natürlich deine Freiheiten, was die Gestaltung angeht. Beim Traxxas ist es so, dass das Fahrzeug ready to run geliefert wird und auch schon fertig lackiert ist. Die Lackierung ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, so wie man es von Traxxas kennt. Auch sehr aufwendig, das gefällt mir richtig gut. Und auch wenn du mal sagst, ey, ich möchte mal meine eigene Farbe da reinbringen oder ich möchte mein komplett eigenes Design machen, ist es auch kein Problem, denn du bekommst diese Karosserie ebenfalls in klar nachgekauft und kannst diese dann nach deinen Wünschen individuell gestalten. Was in meinen Augen allerdings so ein bisschen auffällt, dass der Detailgrad bei Tamiya deutlich höher ist. Wir haben hier nochmal Spiegel und auch hier vorne, das wirkt alles etwas schärfer, etwas schöner, scaliger nachgebildet, als es hier ist. Das hier ist natürlich auch ein Rallye-Fahrzeug, aber er kommt halt, ja, bullig daher. Und die Lampen, das sind Aufkleber. Du findest hier eigentlich nur Aufkleber, bis auf hier hinten der Spoiler. Das ist wirklich Kunststoff. Ansonsten kommt diese Karosserie komplett ohne Scale-Details. Und was wir hier auch beachten müssen, du hast keine klaren Scheiben. Wenn du klare Scheiben haben möchtest, dann musst du dir die Karosserie auf jeden Fall in klar kaufen und beim Lackieren das Ganze abkleben. Und dann musst du mal schauen, ich habe jetzt hier bei dem Tamiya ein Rallye-Interieur eingesetzt, das kommt nicht mit dazu, aber dafür gibt es auf alle Fälle ein Interieur. Das wäre mir jetzt hier bei Traxxas nicht bekannt, dass es in der Größe etwas dafür gibt. Wenn du also jemand bist, der auf Genauigkeit, auf Scale, auf Detailgetreue Wert legt, dann wäre der Tamiya doch ein bisschen was für dich. Wenn du jemand bist, der keine Lust hat auf Lackieren, der das Ganze nicht mag und wenn die Karosserie im Eimer ist, dann kaufe ich mir eine neue, die wirklich super lackiert ist,
dann wäre der Traxxas hier auf jeden Fall etwas, was dir hier besser gefallen könnte. Auch im Seitenprofil wird der Größenunterschied nochmal deutlich, aber bei dem Traxxas passt die Karosserie einfach wunderbar. Schau mal hier, die etwas größeren Reifen, die sitzen richtig sauber bullig im Radkasten, als wäre die Karosserie rein nur für dieses Chassis gemacht. Oder andersrum. Und da kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt. Denn wenn du hier eine andere Karosserie fahren möchtest, bleibt dir eigentlich nur der Fiesta in klar mit einem eigenen Design. Bei dem Tamiya sieht es etwas anders aus. Wie wir es von Tamiya kennen, haben wir hier die Möglichkeit, viele verschiedene Karosserien hier auf so ein Chassis draufzusetzen. Wir müssen lediglich auf den Radstand achten. Wir schneiden auch dann natürlich vor dem Lackieren passend die Radkästen aus. Das sieht auch ganz gut aus, das ist auch alles ganz prima, aber der Vorteil ist hierbei einfach, wenn du keinen Bock mehr hast auf den Lancia und du möchtest vielleicht einen Subaru fahren oder einen Mitsubishi Lancer oder einen Toyota Celica, dann ist es kein Problem. Du schaust einfach, was hier von dem Radstand an Karosserien angeboten wird und du wirst sicherlich fündig werden. Wer auf sowas überhaupt keine Lust hat und sagt, ey, ich suche mir das Auto einmal aus und dann möchte ich damit fahren, dann ist das hier eine gute Wahl. So richtig spannend wird es doch eigentlich erst, wenn die Lexan-Hauben runter sind und wir freie Sicht auf das Chassis haben. Jetzt fragst du dich, welche Gemeinsamkeiten sollen diese beiden Fahrzeuge denn haben? Nun ja, wir haben zum einen bei beiden Fahrzeugen eine Bürstenkombo. Bei dem Tamiya ist es ein 540er Bürstenmotor, bei dem Traxxas ist es ein 550er Bürstenmotor. Beide Fahrzeuge verfügen über Differentiale vorne und hinten und natürlich auch über Allradantrieb. Des Weiteren kommen beide Fahrzeuge mit Öldruckstoßdämpfern. Und dann hören die Gemeinsamkeiten auch schon wieder auf. Der Traxxas verfügt hier über eine Kunststoffkardanwelle, die ja normal stabil ist. Die hält bei dem Bürstenmotor auf jeden Fall stand. Hier würde ich sogar sagen, könnte man sogar noch eine Brushless-Kombo einbauen und das vielleicht auf 2 bis 3S fahren. Da hört es dann aber auch langsam auf. Bei dem Tamiya hingegen ist es ein sehr leises, riemengetriebenes Chassis. Ja, wir haben hier auch unseren Allradantrieb, aber anstatt der Kardanwelle läuft es hier bei dem XV01 über einen Riemen. Das ist schön leise, aber wir müssen hier auch wirklich aufpassen. Ich würde hier keine Brushless-Kombo einbauen. Dafür ist dieses Fahrzeug in meinen Augen nicht ausgelegt. Ich fahre hier die klassische Bürste und bei 2S ist bei mir Schluss. 3S packe ich nicht rein, da habe ich ein wenig Angst um meinen Riemen. Des Weiteren sehen wir, dass bei dem XV01 wirklich der Motor extrem nah an der Front ist und wir also hier wirklich das Hauptgewicht vorne an der Vorderachse haben. Bei dem Traxxas hingegen sieht es anders aus. Da sitzt der Motor relativ mittig gesehen kurz vor der Hinterachse, also auch nochmal eine ganz andere Gewichtsverteilung. Die Lenkservos sind eigentlich in ähnlicher Position angebracht. Hier liegt das Lenkservo im Traxxas. Der Empfänger hier, der ist wasserfest eingepackt, genauso wie beim Tamiya. Und da fällt auch auf jeden Fall auf, dass das Tamiya-Chassis komplett gekapselt ist, im Gegensatz hier zu dem Traxxas-Chassis, wo doch alles sehr offen scheint. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, dieses Metallteil, das habe ich im Nachhinein mal angebaut, um hier die Seiten so ein bisschen zu verstärken. Sowas hat der Traxxas hier nämlich schon und der Tamiya nicht. Deswegen musst du dir diese Fläche einfach wegdenken. Hier drunter ist aber alles einfach gekapselt, was sehr gut ist, wenn du mal durch Nässe fährst oder durch den ganzen Sand. Da hast du hier nicht so wirklich viel sauber zu machen. Und hier bei dem Traxxas müsstest du das Auto einmal umkippen oder mal mit dem Kompressor richtig kräftig auspusten. Was hingegen bei dem Traxxas schön einfach ist, das ist hier das Akkufach. Um den Akku zu wechseln, nimmst du einfach diese Klammer hier raus. Bei dem Akkufach findest du hier an den Seiten noch so ein bisschen Moosgummi, damit nichts klappert und du hast die Möglichkeit, hier dein Akkufach etwas in der Höhe zu variieren, einmal 23 mm, einmal 25 mm, je nachdem, wie groß dein Akku gerade ist. Es geht schön einfach, du nimmst einfach die Karosserie runter, tauschst deinen Akku
und alles ist in bester Ordnung. Ein bisschen anders sieht das allerdings aus bei dem XV01. Dort musst du nämlich an die Unterseite. Nicht wundern, ich habe hier mal so einen Metallunterfahrschutz drunter gemacht. Aber hier ist dein Akkufach. Und das Ganze wird hier mit so einer Klappe dann versiegelt. Das ist zwar schön recht dicht. So, das wird dann auch zugeschraubt. Aber das macht den Akkuwechsel natürlich deutlich anstrengender, wenn du erstmal hier die Schrauben aufdrehen musst und dann hier an deinen Akku ran musst. Das finde ich beim Traxxas ein bisschen einfacher gelöst. Das finde ich hier bei dem Tamiya einfach etwas umständlicher. Deswegen schau doch einfach mal, wie groß das Fach ist, was da an den Akkus so reinpasst. Und dann würde ich schon einen recht großen Akku empfehlen, dass du da nicht ständig auf und zu machen musst. Das könnte im Gelände wirklich nervig werden. Ein schönes Detail hier bei dem XV01 sind auch diese leichten Radkästen. Die schützen schon mal ganz gut vor Dreck, auch wenn der hier nicht so wirklich eine Chance hat. Auch diese ganzen kleinen Steinchen, die fangen sich hier erstmal schön ein. Das haben wir hier bei dem Traxxas leider gar nicht. Hier kann man höchstens noch etwas aus Lexan oder sowas drüber bauen, dass man hier einfach einen gewissen Schutz drüber hat. Oder man schaut, dass man sich hier noch irgendwie so Kotflügel oder sowas reinbastelt. Da sind dem Modellbauer ja keine Grenzen gesetzt. Schauen wir uns beide Chassis doch noch einmal von unten an. Hier mit meinem Metallschutz. Und du siehst auch schon, der wurde auch schon kräftig genutzt. Ich bin gar nicht so oft gefahren. Aber der leichte Kies hinterlässt hier doch sehr starke Spuren. Der Traxxas hier, der ist brandneu, der ist noch gar nicht gefahren. Und hier sehen wir auch dieses Monocoque-Chassis. Das macht alles einen stabilen Eindruck, ähnlich wie das Kunststoff auch beim Tamiya. Da möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen, welches besser ist. Aber hier würde ich auch mal schauen, ob man sich da nicht was bastelt. Gerade hier vorne, was man hier auch sieht, da wo es tief wird plötzlich, da schlagen die Steine gerne ein. Und da sollte man mal gucken, ob man sich auch hier was Schönes basteln kann. Was aber generell auffällt durch seine Größe und auch durch seine etwas höhere Bodenfreiheit, ist dieses Fahrzeug doch etwas geländegängiger. Ja, es sind beides Rallye-Fahrzeuge, die sind jetzt nicht zum Bashen da und das sind auch keine Crawler, aber wo er hier vorne schon die Steine sammelt, könnte der Traxxas noch gerade so ein bisschen rüberflitzen. Bei größeren Steinen kommen dann beide nicht mehr klar. Rallye heißt wirklich Rallye, leichtes Offroad, leichter Schotter, leichter Sand, schöne Waldwege etc. Das heißt nicht durch den Steinbruch ballern ohne Ende. Dann solltest du lieber mal nach einem Basher Ausschau halten. Ansonsten beide Stoßdämpfer lassen sich hier noch einstellen bei Traxxas. Das fühlt sich echt gut an. Das ist ab Werk super zusammengebaut. Das fühlt sich wirklich klasse an. Hier, das baust du natürlich alles selber zusammen und das fühlt sich doch etwas anders an. Und auch die Teile sind natürlich wesentlich kleiner und filigraner. Wenn du mich jetzt fragen würdest, welches Chassis auf Dauer länger hält, muss ich ganz klar sagen, sehe ich den Traxxas hier etwas weiter vorne. Und gerade beim Tamiya muss man hier das ein oder andere Upgrade nochmal machen, um die Langlebigkeit einfach zu erhöhen. Bei der Rallye-Performance kann ich erstmal nur eine Einschätzung abgeben, denn den Traxxas bin ich noch nicht gefahren, den XV01 schon. Was denke ich, welcher könnte besser performen? Um ehrlich zu sein, denke ich, dass der Traxxas hier die Nase vorn hat. Das Fahrzeug ist einfach insgesamt etwas größer. Es ist sehr stabil aufgebaut. Wir haben schöne große Räder und dementsprechend auch ordentlich Grip. Die Reifen, naja, sie sind relativ grob gehalten. Wie die sich schlagen, das finden wir nochmal in einem anderen Video heraus. Beim Tamiya haben wir hier dieses schöne Blockprofil. Das fährt wirklich klasse, aber man merkt einfach, dass dieses Fahrzeug deutlich kleiner ist. Er hopst zwischendurch mal und etwas größere Steine oder auch mal einen Ast oder sowas bringen dieses Fahrzeug leicht ins Straucheln. Da kann ich mir einfach vorstellen, dass aufgrund der Größe der Traxxas hier einfach einen Vorteil hat und da einfach drüber rollt mit seinen großen Reifen. Da denke ich schon, dass die Performance hier auf alle Fälle besser sein wird als beim Tamiya. Ein nicht unwichtiger Punkt ist natürlich auch der Preis. Was kostet mich der Spaß? Den Traxxas hier bekommst du fertig lackiert, fertig aufgebaut, inklusive Fernsteuerung für 320, 330 Euro. Was du natürlich dazu brauchst, ist ein Akku und ein Ladegerät.
ganz klare Sache. Den Bausatz zu dem XV01 bekommst du für etwa 200 €. Dort ist der Bürstenmotor mit enthalten. Aber was brauchst du noch? Du brauchst eine Fernsteuerung, du brauchst einen Empfänger, du brauchst einen Regler und du brauchst ein Lenkservo. Zudem natürlich noch eine Dose PS-Farbe für deine Karosserie. Das sind Kosten, die solltest du jetzt natürlich nicht unterschätzen. Da kommt noch mal ein bisschen was auf dich zu. Was du dann natürlich hoffentlich zu Hause hast, genauso wie beim Traxxas, ist ein Akku und ein Ladegerät. Die beiden nähern sich preislich also an. Wenn du dich für die neuere Version des Tamiya entscheiden solltest, den XV02 Pro, dann liegst du alleine beim Chassis schon bei circa 300 € und musst dann die Komponenten noch mit dazu kaufen. Also schaue wirklich nicht nur auf den Baukastenpreis, sondern guck auch, was noch mit dazu kommt, dass du das Fahrzeug dann fertig fahren kannst. Wenn du ein Modellnutzer bist, der nicht gerne baut, der nicht gerne lackiert, der einfach nur ein bisschen Spaß haben möchte im Rallye-Bereich, der vielleicht alleine fährt oder mit Freunden, die mit Bashern unterwegs sind und auch mal in etwas härteres Gelände willst, um Rallye zu fahren, dann sehe ich den Traxxas hier ganz weit vorne. Er ist wunderschön gestaltet, er ist schön stabil, er kommt wunderbar so aus der Box, du kannst direkt einen Akku einlegen und losfahren, finde ich ein ganz, ganz tolles Modell. Wenn du mehr jemand bist, der sagt, es muss für mich detailgetreu aussehen, ich möchte auch mal wechseln zwischen Lancia, Subaru und was es da nicht sonst noch alles für schöne Karosserien gibt und ich möchte auch ein Interieur da reinsetzen, dann ist doch vielleicht der Tamiya etwas für dich. Du solltest aber auf jeden Fall beachten, dass die Bodenfreiheit nicht die höchste ist und dass du wirklich schaust, dass es nicht zu hart wird, das Gelände, weil dann leidet dieses Fahrzeug doch massiv. In der Vitrine finde ich sie beide sehr schön. Vom Scalegrad her muss man einfach sagen, ist Tamiya da ganz vorne mit dabei. Das sieht ganz klasse aus. Du siehst, es ist also allein deine Entscheidung, für welchen Zweck du ein Fahrzeug suchst. Toll sind sie beide. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.